Hallo zusammen, ich habe hier das brandneue Tamron 12 bis 20 mm Super Ultra Weitwinkel Zoom Objektiv mit der durchgehenden Blende von 2,8 für Vollformatkameras. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Ganze hier an der Sony am E-Mount. Das Ganze ist aber auch noch verfügbar am Z-Mount für Nikon. Ich konnte das jetzt die letzten Wochen hier mal ausgiebig testen und will euch dazu natürlich ein bisschen was erzählen. Die E-Mount-Version kommt in einer Länge von knapp 120 mm. Die Z-Mount-Version ist da, glaube ich, 1 bis 2 mm länger. Es bringt einen Durchmesser von 90 mm mit sich und ein Gewicht von 570 Gramm. Die Z-Mount-Version ist da ein paar Gramm schwerer. Ihr bekommt hier mit den Bedienelementen eigentlich alles, was ihr euch wünschen könnt. Also da sind wirklich keine Wünsche offen gelassen. Ihr habt natürlich einen Fokusring, einen Zoomring für die 12 bis 20 mm. Da müsst ihr nicht ganz 90 Grad drehen, um hier den kompletten Zoom-Bereich zu durchfahren. Ihr bekommt einen Blendenring. Ihr seht es hier, einen Tamron mit einem Blendenring ist auch mal was. Der ist deklickbar, der ist lockbar und so weiter. Und der hat hier einen recht großen Zahnrad, also ihr könntet da auch mit Motoren arbeiten. Ihr habt dann natürlich noch diverse Umschalter. Ihr habt einen Zoom-Lock, einen MF-Lock, ihr habt einen Umschalter zwischen AF-MF und ihr habt einen Custom-Umschalter, wo ihr 3 Custom-Modis euch konfigurieren könnt. 2 Funktionsknöpfe und ich glaube, ich hatte es schon gesagt, der Blendenring lässt sich sperren und deklicken. Ihr habt hier also wirklich alles, was ihr euch wünschen könnt. Natürlich kommt das Ganze auch wieder mit dem USB-C-Anschluss, welchen Tamron an seinen Objektiven verbaut. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch wieder mit der Tamron-Software steuern. Ein Filtergewinde bekommt ihr könnt es hier schon erahnen, natürlich vorne nicht. Ihr habt hinten am Bajonett einen Platz, wo ihr einen Einlegefilter nutzen könnt. Ihr habt 12 Blendenlamellen, die für das Bokeh verantwortlich sind. Jetzt ist es natürlich so, bei 12 mm am Vollformat, selbst bei den 20 mm, da müsst ihr schon relativ nah an euer Motiv hin, damit ihr euch da ein Bokeh herzaubern könnt. Das funktioniert dann aber schon wirklich sehr, sehr gut. Ihr habt, wie gesagt, eine Anfangsblende über den kompletten Bereich von 2,8 und es geht hoch bis Blende 16. Die Naheinstellgrenze beträgt im Weitwinkel 18 cm und im Telebereich möchte ich es mal nennen, bei den 20 mm seid ihr da bei 28 cm. Ihr habt einen Autofokus hier verbaut, der ist wirklich sehr fix und sauber, leise. Jetzt ist es natürlich so, in einem Bereich von 12 bis 20 mm muss der Autofokus jetzt auch nicht so viel arbeiten, wie wenn ihr da jetzt irgendwie ein Teleobjektiv hättet, wo ihr bei 200 mm hin und her fahren müsst. Wie gesagt, der funktioniert hier 1A, auch zum Filmen und so weiter ist es wirklich tipptopp. Da muss man also nirgends irgendwie Abstriche machen. Von Tamron gab es da einen kleinen Text dazu, für was sich das Objektiv eignet. Ich möchte euch da ein paar Ausschnitte mal vorlesen, damit ihr wirklich wisst, wie ich das Ganze auch bewertet habe. Und zwar, das neue Tamron 12 bis 20 mm 2.8 wurde in erster Linie für Ultraweitwinkel-Anwendungen wie zum Beispiel Landschaft, Architektur, Innenräume, Nachtaufnahmen und Astrofotografie entwickelt. Bietet sich bei dem Brennweitenbereich natürlich auch an. Das optische Design priorisiert eine hohe Abbildungsleistung bei Motiven im mittleren bis weiten Entfernungsbereich und kombiniert diese mit einem kompakten, leichten Gehäuse. Im Nahbereich, ihr solltet jetzt nicht unbedingt Testcharts oder so abfotografieren, weil da werdet ihr im Außenbereich schon eine Unschärfe erkennen. Das ist natürlich auch hier so, das Ding ist nicht unbedingt für den Nahbereich gemacht. Ich hatte jetzt keine Probleme, Sachen ab 3 Meter, 4 Meter oder sowas zu fotografieren. Nur so ein Testchart solltet ihr da vielleicht sein lassen. Das steht hier dann auch noch bei Tests im sehr nahen Aufnahmebereich, insbesondere bei flachen professionellen Testcharts und besonders 12 mm Weitwinkel, zeigt sich zu den Bildrändern hin eine stärkere Verzeichnung oder weichere Darstellung. Bei Nahaufnahmen von Details unterstützt das Objektiv eine betonte Vordergrunddarstellung mit natürlich weichem Hintergrund. Das kommt dann natürlich von der Blende 2.8. Wenn ihr wirklich in die Details geht in der Nähe, dann habt ihr eben durch die Blende 2.8 auch einen schönen weichen Hintergrund, das Bokeh eben. Das funktioniert auch sehr gut. Nur im Randbereich müsst ihr da wirklich gucken, da wird es dann schon leicht unscharf. Dramatische Weitwinkelaufnahmen von Landschaften, Architektur und Innenräumen gehören zu den Stärken des neuen Tamron 12 bis 20 mm 2.8. Das ist klar und da muss ich auch sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie das Objektiv hier abliefert. Jetzt müsst ihr da natürlich im Hinterkopf behalten, bei 12 mm bekommt ihr sehr, sehr viel aufs Bild. Das ist wirklich ein sehr großer Weitwinkel. Das heißt, ihr braucht da dann natürlich auch Auflösung dahinter, um das Ganze darzustellen. Das ist ja bei der Sony A7R6 natürlich so, mit 67 Megapixeln habe ich da die Auflösung und ich konnte in den Bildern jetzt auch feststellen, das Objektiv kann das meiner Meinung nach auch schon bedienen. Also gerade in der Bildmitte, da müsst ihr euch überhaupt gar keine Gedanken über die Schärfe machen. Auch nach außen hin wird es meiner Meinung nach immer noch sehr gut. Ihr müsst auch beachten, ich werde euch da ganz, ganz viele Beispielbilder zur Verfügung stellen, die findet ihr unten in der Beschreibung. Es ist halt oft so, dass wenn ihr in diesem Weitwinkel seid bei 12 mm
mm, dass ihr nicht alles auf einer Ebene habt. Also wenn ihr da eine Landschaft fotografiert, dann ist es natürlich auch klar, dass ihr da einen Vordergrund habt und einen Hintergrund und die befinden sich dann natürlich auch meistens auf einer anderen Schärfeebene. Das müsst ihr bei so einer Bewertung natürlich auch sehen. Wenn wir jetzt die Beispielbilder mal angucken, dann seht ihr aber, dass alles auf einer Ebene eigentlich sehr gut scharf dargestellt wird. Auch bei Offenblende abgeblendet wird es meiner Meinung nach ja ein Tick besser, aber das Ding ist auch bei Offenblende voll nutzbar. Auch beim Gegenlichtverhalten war ich sehr überrascht, weil ihr hier natürlich eine sehr große gebogene Linse habt und das Ding durch die Gegenlichtblende, die hier fest dran ist, nicht unbedingt vor Licht geschützt wird. Was ich da dann aber so aufnehmen konnte, das sah wirklich sehr gut aus, auch mit Ghosting und Flares. Habt ihr da meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich groß Probleme? Chromatische Aberration, klar, in den Bäumen. Wenn ihr jetzt eine Aufnahme von der Sonne in den Bäumen macht, dann seht ihr da immer ein bisschen was. Das lässt sich aber alles korrigieren. Meine Beispielbilder, die ihr angucken könnt in voller Auflösung auf meinem Flickr-Account, die sind alle nicht korrigiert. Das heißt, da ist keine chromatische Aberration oder sonst was korrigiert, kein Objektivprofil oder sonst was. Das kommt hier so aus der Kamera. Ich habe da ein bisschen die Lichter und die Tiefen angepasst, aber sonst überhaupt gar nichts. Wie gesagt, ich packe euch da in die Beschreibung mal ganz viele Beispielbilder, dann könnt ihr euch die mal angucken und bitte beachtet einfach, das sind jetzt keine Hochglanzaufnahmen für irgendwelche Magazine oder so, sondern ich wollte einfach verschiedene Beispiele einfangen, einfach vom Gegenlicht, von der Schärfe dann mal eine Stadt fotografiert oder sowas. Das hat jetzt nichts mit wirklich seriöser Fotografie zu tun, aber ihr könnt daran schon mal das Objektiv bewerten, würde ich mal so sagen. Ihr dürft dann natürlich auch in den Kommentaren teilen, was ihr denn dazu sagt. Schaut euch die Bilder mal an, was ihr da so davon haltet. Es ist so, das Objektiv für einen E-Mount kommt am 30. Juli für einen Preis von 1.699 €. Für den Z-Mount kommt es am 27. August und kostet da 100 € mehr, also 1.799 €. Ich schaue mal, dass ich das Sony 12 bis 24 mm 2.8 noch zu einem Vergleich herbekomme, damit ich das direkt miteinander vergleichen kann. Beim Sony muss man aber sagen, das ist ein gutes Stück teurer, es ist ein gutes Stück größer und es ist ein gutes Stück schwerer. Da hat Tamron meiner Meinung nach mit 570 Gramm wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich bin da also schon wirklich sehr zufrieden mit dem Objektiv. Klar, preislich ist es jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist ein Ultraschnapper, aber ich sag's mal so, für Leute in dem Brennweitenbereich, wenn es auch noch ein Zoom und lichtstark ist, die sind so Preise schon fast eher gewöhnt. Das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es wird vielleicht noch ein weiteres Video geben, dann im Vergleich mit dem Sony, dass wir uns das mal genauer anschauen können und dann schauen wir einfach mal, wie das da so alles aussieht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn es so war. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao. Ist das ein Geschrei? Was ist denn hier los, Hubschrauberkinder? 2 Hubschrauber da hinten. Fliegt schon wieder jemand durch die Gegend. Wer ist denn das?